Für mich war ja auf dem Platz Krieg. Fünf Jahre lang hat Michael Schulz das schwarz-gelbe Trikot getragen. Als sein Spiel des Lebens bezeichnet er das Rückspiel im UEFA-Pokal-Viertelfinale 1993 gegen AS Rom. Und für mich zählen eigentlich auch beide Spiele gegen Rom, muss ich ehrlich sagen. Auch das Hinspiel in Rom, da habe ich schon grandios durch die Gegend gegrätscht. Da habe ich schon echt gute Spiele gelegt, obwohl wir da, glaube ich, 1:0 verloren haben. Und gerade das Rückspiel, also da habe ich als Erinnerung, wie gesagt, dieses Tor, was ich geschossen habe. Und damals, weißt du, ich jetzt die Gänsehaut, ja, 54.000 damals, alle so eng, das war, ach, das ist, und wenn du ab und zu mal ein Tor schießt, ist das schon geil. Kurz vor der Halbzeit ist es Michael Schulz, der den BVB mit 1:0 in Führung bringt. Schulz, ja! Der Ball ist im Netz, ausgerechnet Michael Schulz. Das ist aber nur die halbe Miete. Damit ist lediglich die Hinspielniederlage egalisiert. Somit gilt auch nach dem Seitenwechsel, ein Gegentor ist absolut tabu. Und die Roma wechselt zur zweiten Hälfte einen neuen Stürmer ein. Und ich weiß, das war für mich, dieses Wort darf man ja fast heutzutage nicht in den Mund nehmen, aber für mich war ja auf dem Platz Krieg. Ja? Ich habe mir alles Mögliche ausgedacht. Und ich weiß noch, ich glaube, Carnevale hieß der, so ein bekannter Stürmer, der in Rom da gespielt hat. Und ich hatte mich vorher, ich glaube, bei Stefan Reuter ein bisschen über ihn unterhalten. Weil ich habe ja nicht nur hart gespielt, sondern ich habe auch ein bisschen, sagen wir sagen, psychologische Kriegsführung auf Platz. Dann habe ich noch, hat er mir noch 2 italienische Schimpfwörter beigebracht. Also waren schon echt fies. Habe ich den gleich gereizt. Also auch schlagartig. Ich glaube, der ist sogar Sizilianer, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall sagte einer, den musst du reizen. Und dann habe ich die Dinger in den Kopf geschmissen, dann hat er mich direkt umgehauen, hat eine gelbe Karte gekriegt, meines Wissens. Dann ist er natürlich schon erstmal ein Stück weit raus. Ne? Kurz nach der Pause, Flanke Knut Reinhardt, Kopfball Lothar Sippel, 2:0. Die Römer, zuvor in 11 Pflichtspielen unbesiegt, sind geschlagen. Lothar war jetzt ja nicht unbedingt der Kopfballspezialist, das muss man auch dazu sagen. Also erst schieße ich das Tor, das hatten die Römer sicherlich auch nicht auf dem Zettel, und dann Lothar Sippel mit Kopfball bestimmt auch nicht. Also es war schon ein echter Glückstag, muss man sagen. Da sind viele überraschende Dinge zusammengekommen. Ja. Der BVB steht im Halbfinale und der nächste Gegner kommt aus Frankreich. Auxerre, ja, kein schlechtes Los. Dem 2:0 Heimsieg gegen Auxerre folgt eine 0:2 Niederlage in Frankreich. Das Elfmeterschießen muss über den Einzug ins Finale entscheiden. Womit für mich dieses Spiel beendet war. Ich glaube, ich habe mir sogar schon die Schuhe ausgezogen, weil es war klar, wenn einer nicht schießt, bin ich es. Ja? Und dann habe ich mir das Treiben angeguckt. Ich sah Ottmar Hitzfeld, wie er dann da vom einen zum anderen ging, und hin und wieder sah ich immer irgendwie den Kopf schütteln, das eine oder andere Spieler. Da habe keine großen Gedanken gemacht. Irgendwann schlich Ottmar Hitzfeld an mir vorbei und sagte, Langer, was ist mit dir mit Schießen? Und ich habe es ja auch manchmal nicht alle gehabt, irgendwie war manchmal zu euphorisch, glaube ich. Also, ja, wenn ich schießen soll, schieße ich. Ja, alles klar, dann schießt du als Dritter. Ich hatte es kaum ausgesprochen, beziehungsweise er hat es kaum ausgesprochen. Da ich dachte, was mache ich denn jetzt hier? Was habe ich denn jetzt gesagt? Ich schieße. Ich habe noch nie einen Elfmeter geschossen, noch nie. Nicht mal im Training, glaube ich, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn, dann nicht rein. Ich war jetzt ja nicht so der Künstler eigentlich. Ja. Ich dachte, boah, bist du bescheuert, ey. Und dann habe ich echt, also ich glaube, da hatte ich echt gefühlt einen Herzstillstand, als ich dran war. Und der Weg da von der Mittellinie war diesen brutal lauten Fans, ey, diese paar Meter. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Verdammt, habe ich da mal. Schieße ich in die Ecke, boah, wenn er in die Ecke geht, dann hält er den, oh, das war gefährlich, vielleicht treffe ich nicht. Und ich hatte einen relativ harten Schutz, und dann habe ich mich ehrlich auf den letzten Metern, habe ich gedacht, habe mich an nächstens erinnert, ich glaube 74 bei der WM, wo der das Ding einfach nur die Augen zugemacht hat und in der Mitte gehämmert hat. Da ich dachte, weißt du was, Scholz, da ist er wenigstens auf dem Tor, geht er wenigstens aufs Tor, und mit ein bisschen Glück ist er vielleicht drin. Und so habe ich echt auch geschossen. Mal drin, was sonst, ne? Nicht nur Michael Schulz, alle 10 Schützen treffen. Es geht ins Sudden Death. Als erster muss Michael Rummenigge ran.
in dem kleinen, engen Stadion. Ich hatte vorher in der 120 Minute noch eine riesen Chance vergeben, allein am Torwart. Und dann wollte ich auch keinen Elfmeter schießen. Und dann waren aber über die 5 schon hinaus. Und dann kommt der Ottmar zu mir und sagt, Michael, du musst schießen. Ich so, cool, dann schieße ich halt. Und dann habe ich ihn sicher verwandelt und Stefan hält dann. Das war ein legendärer Rückflug mit viel Bier und Chablis, was wir an Bord hatten, was wir aus Auxerre mitgenommen hatten. Borussia Dortmund steht erstmals im Finale um den UEFA-Pokal. Im Hinspiel aber fehlt Michael Schulz. Ich glaube, ich war nicht dabei. Kann das sein, dass ich gesperrt war? Das war eigentlich der Grund, warum wir verloren haben. Vielleicht wurde Juventus Turin aber einfach auch verdient UEFA-Cup-Sieger, weil sich die Italiener in den beiden Finalspielen als zu stark für den BVB erwiesen hatten. Aber die lange Reise bis dorthin war auch ein Verdienst von Michael Schulz. Das war ja für mich ein Riesenerlebnis auch. Ne? Das war ja das erste Mal, dass wir so weit gekommen sind im damals UEFA-Pokal. Ja, also grandios.